Wir sind wieder unterwegs in den Norden. Und ihr wisst ja, wir lieben den Norden. Nicht wegen einzelner Orte, sondern eher wegen des Gefühls. Hier ist einfach mehr Raum, mehr Luft. Gedanken können sich neu sortieren. Und genau das passt gut zu dem Punkt, an dem wir gerade stehen. Hinter uns liegt eine Phase, die uns viel abverlangt hat. War auf jeden Fall spannend, aber auch aufreibend. Mit Momenten, in denen man eher funktioniert hat, statt wirklich innezuhalten. Man trägt Dinge mit sich rum, Entscheidungen, Fragen und irgendwann merkt man, ja, dass es mal Zeit ist, einen Schritt rauszunehmen. Also nicht um stehen zu bleiben oder so, sondern eher um Schwung zu holen. Mit Abstand, um Abstand zu gewinnen, damit der nächste Schritt wieder richtig nach vorne geht. Deshalb diese Fahrt, kurz vor Weihnachten. Ein kleiner Rückzug, ein kurzes Innehalten, ein Luft holen sozusagen, bevor es richtig weitergeht. Denn was vor uns liegt im nächsten Jahr, das wird viel bereithalten. Leute, wir haben Pläne, wir haben Ideen, haltet euch fest. Es geht um Bewegung, es geht um Veränderungen und es geht um Dinge, die wachsen dürfen. Wir werden auf jeden Fall viel reisen, aber es geht auch um das Dazwischen, um Orte, an denen man bleibt. Und wir finden zurück zu dem, was uns irgendwann mal angetrieben hat. Mit den Händen richtig arbeiten. Also Gedanken in Form bringen. Aus Skizzen etwas Reales entstehen lassen. Ja, die Ideen gibt es schon lange in meinem Kopf, aber jetzt fühlt es sich richtig an, sie umzusetzen. Was genau kommt, verraten wir jetzt noch nicht. Aber so viel ist klar, es wird intensiv und absolut spektakulär. Wenn ihr diesen Weg begleiten wollt, bleibt auf jeden Fall dabei. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, nichts zu verpassen. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. So, angekommen. Ho, 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 jeden Tag geht ein Türchen auf. Bei uns geht hier heute irgendwie der Kofferraum auf, ne? Ja, weil jetzt müssen wir auspacken, wir sind nämlich angekommen. Ne? Genau. Wir sind angekommen bei Ruth und Paul. Und Ruth und Paul, die haben hier echt was ganz Fantastisches in die Gegend gezaubert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's. Manchmal, da trifft man ja im Leben auf Menschen, die einen überraschen. Vor allen Dingen mit dem, was sie in ihrem Leben gemacht haben. Ruth und Paul, die gehören genau dazu. Und hier einfach nur ihre Baumhäuser zu zeigen, wäre auch einfach zu wenig. Denn das eigentlich Besondere an diesem Areal, das sind auf jeden Fall die beiden. Naja, und ihre Geschichte. Mit über 70 nach einem langen Berufsleben, unter anderem als Landwirte, also früher mit 40 Sauen, Aufzucht und 28 Hektar Land, hätten sie sich ja auch einfach zurücklehnen können. Aber sie stellten sich eine viel größere Frage. Wie kann man das Leben auf dem Land neu denken? Also davon leben und zugleich ihren Hof zukunftssicher machen. Ja, die Antwort fand Paul in seinem eigenen Stück Wald. Eine Idee, die so mutig war wie untypisch. Ein kleines Freizeitareal in den Baumwipfeln. Ein Ort, der die Menschen wieder zurück in die Natur holen soll. Doch wer denkt, dass ja auf dem Land viel Platz für Bauprojekte ist, der täuscht sich mal gewaltig. Denn in Dänemark ist der Neubau in der Landzone fast unmöglich. Das bedeutet zuerst ein deutliches Nein. Also von Behörden, der Kommune und vor allen Dingen von jedem Entscheider. Aber Ruth und Paul, die ließen sich nicht entmutigen. Sie überzeugten erst Freunde, dann Nachbarn, ja und irgendwann sogar die verantwortlichen Entscheider. Und am Ende gab es auch von der Regierung grünes Licht. Und das Projekt wurde später für seine innovative Nachnutzung ausgezeichnet und sogar von der EU gefördert. Ja, der Weg dahin war alles andere als leicht. Die Idee war klar, doch der Alltag bestand aus Herausforderungen. Die haben es alles mit lokalen Handwerkern gebaut. Zuerst in der alten Scheune und später haben sie sich einen Kran bestellt, der die vorgefertigten Holzkonstruktionen auf 4 Meter hohe Podeste gehoben hat. Eine Konstruktion, die Präzision, Zeit, Geld und vor allen Dingen Nerven gekostet hat. Aber sie haben es geschafft. Ruth und Paul haben gezeigt, dass man auch mit über 70 Träume verwirklichen kann. Und gleichzeitig bewiesen, wie man ländliche Räume sinnvoll und mutig neu gestalten kann. Und wer mehr über Ruth und Paul erfahren möchte, der findet ein ausführliches Interview in der Videobeschreibung. Ja, wir sind ja gerne und immer auf der Suche nach dem Besonderen. Und hier mitten in Dänemark haben wir es gefunden. Diese kleinen Baumhäuschen. Jetzt werden wir das Wochenende hier in den Baumhäusern verbringen. Die haben übrigens nicht nur Baumhäuser, die haben auch noch lustige andere Sachen. Aber das zeigen wir euch gleich noch. Die Ruth, ne? Die hat sich ja überlegt, was für ein Haus sie uns gibt. Also hier sind ja 3 zur Auswahl. Aber die hat uns genau das gegeben. Turtelduren. Weißt du nicht? Nee. Turteltäubchen. Echt jetzt? Gott. Naja, gut. Du könntest aber auch halt eine Hütte haben. Also in einer Hütte könnt ihr eure Haustiere mitnehmen, egal was ihr habt. Marco, du alter Romantiker. Was denn? Reden wir jetzt von Hunden oder von Turteltäubchen? Ja.
Ja, aber auf jeden Fall könntet ihr euren Hund mitnehmen, wenn ihr Könntet ihr. lieber mit dem Hund kuscheln wollen. Ja, ihr könnt auch euren Mann mitnehmen. Ihr könnt ihn aber auch zu Hause lassen, wenn ihr wollt. Ja, ist auch schön hier, allein. So, es sind 3 Hütten, ne? Kann auch jeder seine Hütte hier kriegen. Seine Hütte. Ja, man stappelt hier durch so einen kleinen Wald. Das ist echt ein traumhaftes Grundstück. Guckt es euch an. Ich meine, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Deswegen ist es hier alles nicht mehr so grün. Aber trotzdem, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde es ja auch immer charmant, auch im Winter. Ne? Muss nicht immer Sommer sein. Nö. Aber ihr seht schon, hier kleine Baumhäuschen. Da, 3 an der Zahl. Jetzt gucken wir uns das Ding mal von innen an. Ich bin echt gespannt. Sie hat gesagt, die Häuser sind offen, wir können ruhig rein. Und so ist es auch. Wow. Boah, richtiger Holzgeruch strömt mir hier in die Nase. Oh, schön. Das Ganze ist auch verhältnismäßig neu. Die haben nämlich 2023 hier diese kleinen Hütten eröffnet. Und jetzt guckt euch das mal an, das ist doch ein Traum, oder? Hier ist eine kleine Empore, da oben sind nochmal 2 Schlafplätze. Dann hat man hier ein Schlafsofa und eine etwas chilligere Ecke, einen Esstisch, eine große Küche und die sind auch ganz gut ausgestattet hier. Haben hier einen kleinen Ofen und was hier ganz schön ist, wenn ihr bucht mit Frühstück. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist ja cool. Da ist das Frühstück nämlich schon hier im Gefrierfach drin. Eingefrorene Brötchen, 3 Eier, 3 Marmeladen. Es ist weihnachtlich geschmückt, ja. Also es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und ich meine, wir sind ja im Weihnachtsland schlechthin, ne? Ja. Meiner Meinung nach. Und hier sind überall kleine Figuren und eine weihnachtliche Decke und hier ist eine Lichterkette. Ja, guck mal, man hört sogar ein bisschen weihnachtliche Musik im Hintergrund. Wie haben die das denn gemacht? Fantastisch, oder? Sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass wir am 25. Dezember gar nicht Jesu Geburt feiern, also Weihnachten? Denn ja, dieses Datum wurde erst im 4. Jahrhundert von der Kirche festgelegt. Jesus wurde wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr geboren. Der Grund? Naja, es gab da ja schon so ein großes Fest. Jul, das Lichterfest, zur Wintersonnenwende. Ja, und in Dänemark, da heißt Weihnachten bis heute Jul. Und viele Bräuche stammen genau aus dieser Zeit. Blasphemie, schmeißt den Purchen zu Boden! Sehr schön. Ja, So, aber die wichtigste Frage Ist noch nicht geklärt. Wer schläft denn wo? ich schlafe oben. Da oben sind 2 Betten, oben können 2. ja, weil fantastisch, guck mal, das haben wir noch nicht gezeigt. Oben kann man nämlich sogar Sternenhimmel sehen. Ja. Da ist ein großes Bullauge oder beziehungsweise ein rundes Fenster oben. Ja. Und man kann in den Himmel gucken. Und was hier natürlich auch fantastisch ist, und wir können ja gleich nochmal auf die Terrasse gehen und hier den Ausblick genießen. Man hat hier halt auch eine Tierwelt und man kann hier alles sozusagen von oben, von der kleinen Aussichtsplattform beobachten. Von Rehen, Enten, ein paar Gänse fliegen hier ab und an rum. Und da hinten ist sogar ein Adler gerade. Ich glaube, den könnt ihr nicht sehen. Aber seht ihr den? Guck mal, da hinten ist ein Adler. Nee. Doch. Ein Adler? Ja, Wo, da, wo? da. Oh ja, der ist groß. Ja. So einen habe ich Also, ja, spannend. Und hier extra, wenn man genauer hingucken will, gibt es hier sogar Was sagst du ein jetzt, weißt du? Fernglas. Was sagst du jetzt? Genau. Nee, wunderschön. Ich gucke nochmal die Küche, ne? Obligatorisch. Das mache ich auch mal ganz gerne. Hier überall reingucken. Gläser haben wir hier drin. Dann haben wir hier Geschirr. Und Ruth hat auch extra gesagt, sie ist sehr darauf bedacht, dass es hier alles so ein bisschen nachhaltig ist. Das ist alles Second-Hand-Geschirr. Hier haben wir Kochtöpfe. Also, wer möchte, der kann hier auch kochen. Ja. Von der Hütte hier ist ein Supermarkt 2 Kilometer entfernt. Also da kann man sich dann ein paar Sachen kaufen. Was hast du da? Hier gibt es Schokolade und Wow. Schokolade, Wasserkocher, Kaffee. Super. Alles da. Ja, Ja. sehr schön. Was haben wir hier noch? Können wir noch mal schnell gucken, Ja. was wir hier noch so haben?
Hier ist so ein bisschen Messer Okay, und auch sehr Schäler. gut Die ausgerüstet. sind besser ausgestattet als wir. Oh ja, guck mal, die haben mehr als wir zu Hause. Wahnsinn. Das stimmt. Besteck, auch super. Hier ist, glaube ich, so Abwaschzeug. Abwasch, sogar Mülltüten und Abwaschzeug, ne? Also guck hallo, mal. guck mal. Hier wird getrennt. Die Becher sind auch schön groß. Schöne Kaffeebecher. Wie hübsch. Ja, Toll. kann man sich. Das ist sogar hier ist ja in jedem Fach was drin. Guck mal, hier sind sogar Spiele, Kartenspiele und so. So, und hier, ne, Wenn die man- kleinen, hast du gesehen, kleine Glühweintassen? Auch gut, ja. Ah, hier kann man sich sein Pausenbrot sogar machen. Die haben hier sogar Alufolie und Frischhaltefolie. Ja. Ja, hier nochmal kleine Becher, ein Schneidebrettchen. Ja, alles da, das ist ja fantastisch. Dann haben wir hier noch das Badezimmer, das gucken wir uns auch nochmal schnell an. Mit einem Klo. Ja, Dusche. Dusche ohne Duschvorhang, da bin ich aber gespannt, wie nass das hier alles wird und ob das so problemlos funktioniert. Hier unten sind noch ein paar Handtücher. Großer Spiegel hinter der Tür. Schön. So, ihr kleinen Abenteurer. Jetzt denkt ihr euch natürlich, ja gut, in so einer Hütte wohnen, ne, das kann ja jeder, das ist kein Abenteuer. Ha! Da habe ich noch was anderes hier für euch. Also vor allen Dingen muss man sich auch so drehen, ne? Weil der Ausblick ist schon sehr, sehr schön, wenn man hier über die Felder guckt. Man hat hier auf jeden Fall Weitblick. Also auch von hier unten, von da oben ist es noch schöner. Ja. Aber das ist schon sehr gut gewählt, der Platz hier. Ja, hübsches Areal. Schön, schön. So, wo ist dein Abenteuer? Zeig her. Ja, immer hier lang. Kommt mit, kommt mit. Wer das richtige Abenteuer sucht, der kann sich auch so eine Hütte mieten. Das ist ein Shelter. Ganz was Feines hier in Dänemark. Es ist eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, eine Holzhütte. Ja, da könnt ihr eure Isomatte reinwerfen, euren Schlafsack und dann seid ihr eigentlich mitten in der Natur. Hier bieten sie ein bisschen mehr. Ja, also es gibt hier Licht. Es gibt sogar ein Oberfenster. Ist schon schön. Und Mückenschutz, ne? Und ein Mückenschutz. Deswegen siehst du so komisch aus. Ja, aber das hier ist wirklich etwas, was die Dänen sehr gerne machen. Sind mit dem Fahrrad unterwegs oder wandern und übernachten in solchen super einfachen Hütten. Und für alle, die sagen, das ist mir aber hier ein bisschen zu sporadisch. Ja, ich. Es gibt diesen ganzen Shelter. Da vorne, der erste Shelter, ist nämlich nochmal die Luxusvariante. Wir sehen uns. Vielleicht kriegen wir die nachher nochmal gezeigt. Die ist dann nämlich mit richtigen Matratzen da drin. Tschüss. Und Türen. Ja. Also für Marco wäre das ja kein Problem, ne? Weil der kann ja auch eine Woche lang mit einer Unterhose liegen. Aber ich würde schon gern mal, ihr wisst schon, so Wasser auf dem Körper. Es Ja, ihr gibt wisst hier auch schon. ein Waschhäuschen. Ach so. Das ist da vorne, da können wir hinlaufen. Ah, cool. Ja, wir können jetzt hier gerade nur mal so ein bisschen durch Plexiglas filmen. Also man sieht es so ungefähr. So sieht der Luxusshelter aus. Da sind halt richtige Matratzen drin. Da ist eine Heizung drin, da ist Licht drin. Weil was sie hier ganz geil gebaut haben, das ist übrigens bei den anderen Sheltern auch, die Mitte, da ist so ein kleines Brett, das kannst du hochklappen. Und dann kannst du in diesem Shelter hier auch drin stehen oder drin sitzen bei schlechtem Wetter. Also du kannst nicht nur drin liegen, ne? Hier, der Mittelraum, ich weiß nicht, ob ihr seht, aber der geht halt tiefer. Der geht hier in die Erde rein. Weil normalerweise sind diese Shelter ja immer so niedrig. Und das, liebe Leute, ja, würde auch mich überzeugen, in so einer Hütte zu übernachten. Hier passt schon viel. Was die hier gemacht haben, ist wirklich ein Träumchen. Ja. Die haben sich einfach einen kleinen Waldabschnitt genommen, haben halt gesagt, komm, wir nutzen die Möglichkeiten, die man mit so einem kleinen Stückchen Wald hat, packen so ein paar kleine Mini-Shelter rein. Ja. Ne, hast sogar einen Luxus-Shelter mit Heizung, wo du jetzt, sie hat gesagt, nächste Nacht ist das Ding vermietet. Also es nutzen auch Leute jetzt noch im Dezember in diesem Shelter zu schlafen. Ja. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass es halt auch irgendwie sehr, sehr gemütlich und schick ist in so einem kleinen Ding. Ne? Ja, mit einem Oberlicht, dass du halt auch nochmal in die Sterne gucken kannst. Und Matratzen. Ja, und dann hier diese Baumhäuser, auch ein Träumchen, direkt am Feld, ne? Dass du hier halt richtig schön einen Weitblick hast. Und weil die das ja auch so ein bisschen nutzen für gemeinschaftliche Aktionen, haben die halt den Bereich da hinten noch. Aber wo ist jetzt? Ja, da laufen wir ja gerade hin. Wasser.
Keiner da. Toll, das ist das Scheißhaus, ne? Der Typ, der dahinter sitzt und jetzt gerade abgeschlossen hat, denkt sich, Alter, wer kratzt da die ganze Zeit an meiner Tür? Nicht Spaß beiseite. Also, jetzt gerade zugeschlossen. Also wenn die denen was können, ja, dann ist es Recyceln. Bioabfall, Metall, Restabfall und Pizzabacker. Pizzabacker? Pizzabacker? Die Restpizza, die ich nicht gegessen habe? Oh, was ist das denn hier? Das habe ich selber geschrieben wie ein Mädchen. Willkommen zu Röllhalsen. Keine Ahnung, was das heißt, aber es sieht gemütlich aus, also kommt rein. Boah, Susi, das ist doch nicht gemütlich hier. Soll ich dir zeigen, wie es gemütlich geht? Na gut. So, guck mal, das ist doch schon viel romantischer, oder? Jetzt noch einen kleinen Glühwein dazu. Los geht er. Ein Platz. Da. Hey! Niemals die Marshmallows kreuzen. Ich hab ihn aufgemacht, ich hab ihn aufgegessen. Naja. Kannst du noch einen reinhalten? Machst du mir noch einen, Lotti? Ja, Mama. Ja? Hunger, Leute. Hungrig und dann Glühwein drauf. Uiuiuiui. So, Marco muss jetzt noch mal raus in den Wald und ich mache uns was Leckeres zu essen. Ja, und an der Stelle will ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Also für alle die noch kein Weihnachtsgeschenk haben. Wobei, Werbung ist es ja eigentlich nur, wenn ich dafür bezahlt werde, ne? Und ich kriege dafür kein Geld. Ich habe diese Taschenlampe nämlich von Lukas, unserem Freund aus China, geschenkt bekommen und ich bin total begeistert. Denn ganz ehrlich, bei so einem Trip hätte ich normalerweise ja gar keine Taschenlampe mit eingepackt. Aber das Ding ist so klein und leicht, dass das immer meine Jacke habe. Und wenn mal der richtige Moment kommt, dann hole ich die einfach raus und habe halt auch da Licht, wenn es mal richtig dunkel wird. Und was soll ich sagen, Leute? In der Landzone in Dänemark ist es nachts mal richtig dunkel. Also ich meine richtig dunkel. So dunkel, dass du denkst, du hast zu tief ins Guinness-Glas geguckt. Und genau da rettet dir diese Lampe den Abend. Die ist unfassbar praktisch, weil du die Hände frei haben kannst. Also quasi die perfekte Arbeitslampe. Du kannst die Lampe an die Jacke klemmen, an die Mütze, ans Hemd, wo auch immer hin oder einfach per Magnet irgendwo dran bappen. Motorhaube, Metall, Anhänger, zack. Der Lampenkopf lässt sich drehen, also kein Gefummel, kein Verrenkungsturnen. Du richtest das Licht einfach dahin, wo du es gerade brauchst. Und was ich richtig genial finde ist, die Lampe ist dimmbar. Also von ganz wenig Licht bis, jetzt sehe ich mal endlich wieder was, von 2 Lumen bis 400 Lumen. Heißt Nachtlicht, Leseleuchte oder einfach ein Arbeitslicht mitten im Nirgendwo. Ja, geladen wird schnell per USB und das Ding ist auch noch wasserdicht. Also Regen oder feuchte Nächte, norddeutsches Wetter, eigentlich völlig egal. Und dann gibt's dann noch dieses kleine Bonus-Feature, farbiges Licht. Ob man das jetzt wirklich braucht, ist eine andere Frage. Aber wenn du zum Beispiel bei deiner nächsten Fahrradtour besser gesehen werden willst, babst du dir das Ding mit rotem Licht einfach hinten an deinen Rucksack ran und schon sieht man dich auf jeden Fall. Also kurz gesagt, das Ding ist winzig, leicht und ich find's ziemlich genial. Also wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee für ein schickes Weihnachtsgeschenk braucht, Link ist unten in der Beschreibung. So, Lotti, welche dänischen Gerichte kennst du? Nationalgerichte? Hotdog. Das war einfach und deswegen gibt es bei uns heute auch Hotdog. Yay! Ja, aber es ist kurz vor Weihnachten und deswegen gibt es die Christmas Edition von Hotdogs. Und Mama muss die Weihnachtsmütze aufsetzen. Dann wird's noch weihnachtlicher. Alles klar. So. Ich wundere mich, warum hier nichts warm wird, ne? Muss man auch anstecken können.
Susi kocht hier schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt. Was gibt's denn hier eigentlich? Ja, was typisch dänisch ist natürlich Hot Dogs, aber die Special Christmas Edition. Mit Zimt. Ja. Mit Zimt, genau. Also, falls ihr noch Ideen für den Heiligen Abend braucht, ne? Ich weiß, bei einigen gibt es halt auch nur Wiener Würstchen. Ja, Wie war das warum bei euch nicht eigentlich dänisch? immer? Nee, bei uns gab es traditionell Mecklenburgisch und da gab es 13 verschiedene Gerichte. Also wir haben nicht klein, sondern so richtig groß. Okay. Ne? Das ist da auch so eine, ja, also man tischt so richtig auf. Ja, Aber es gab auch schon mal bestellt vom Chinesen. bei uns war das sehr norddeutsch. Bei uns gab es immer Heringssalat. Einfach. Oh, nee. Ja, und Susi hasst Heringssalat. Und Ja, ich irgendwie ich weiß. jedes Mal, wenn ich Heringssalat esse, denke ich immer noch so an ja, Weihnachtszeit zu Hause und ist halt so. Ja, cool. Dann gibt es jetzt hier bei uns Essen. Ja. Und dann machen wir es uns hier muckelig und gemütlich und gucken noch einen Film zusammen, ne? Ist gut. Die Kamera läuft noch, ne? Eieieiei. Hier Wasser. Marco, kennst du eigentlich diese Videos, wo morgens der Frau Kaffee ans Bett gebracht wird? Ja, kenne ich. Aber du kommst ja jetzt trotzdem runter. Guck mal, hier fliegen schon überall die Weihnachtsbraten am Himmel rum. Mann, ey. Oder sind das gar keine Enten? Wisst ihr noch, wo Marco vegan war? Ich habe alles vergessen. Da läuft mir schon die Jetzt sieht er Vögel und denkt an Essen. Gott, wie ist das passiert, ey? Das kannst du auch keinem erklären, ne? Ja, So. also was Ruth und Paul hier gebastelt haben, das ist bemerkenswert. Absolut. Vor allen Dingen im ländlichen Raum. Ne? Wir haben jetzt mal hier ein Konzept gesehen, wie man so einen ländlichen Raum auch wieder mit Leben befüllen kann. Ja, weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass einige wenige Großbauern das ganze Land wegkaufen, die Häuser bleiben stehen. Was machst du damit? Ja, gerade in Dänemark hier gibt es sehr, sehr, sehr viele alte Höfe Ja. und sehr viel alten Bestand, der sehr, sehr marode wirkt und halt auch Ja. Liebe bräuchte. Aber die beiden haben sich das so überlegt. Auch eine lustige Story dahinter, finden wir. Also, und auch in dem Alter auch nochmal Bemerkenswert, absolut. sowas zu starten. Also Hut ab, Mütze ab. Ja, und wie hat es dir so gefallen hier? Zu übernachten jetzt? Es ist schön, ne? Es ist schön ruhig. Ne? Ab und zu hört man hier mal ein Auto, weil dahinter ist eine Straße. Ja. Aber sehr es ist jetzt ruhig. halt nur die Straße zum nächsten Dorf. Ja. Ansonsten hört man hier eigentlich nur Enten oder
Braten am Himmel. Gänse. Genau. Also wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt und nicht wisst, was ihr eurer Liebsten zu Weihnachten schenken sollt, wie wäre es mit einem Gutschein hier für Ja. so eine Hütte? Ist wirklich schön und ihr könnt es auch kombinieren, weil Kopenhagen ist nur 1 Stunde unterwegs. Odense ist auch nur 1 Stunde unterwegs. Ja, 20 Minuten von hier ist das Wikingermuseum. Ja, also man kann ja auch richtig viel unternehmen, wenn man möchte. Kann man ja auch ein paar Tage länger bleiben. Wir waren jetzt nur eine Nacht hier, aber uns hat es trotzdem sehr gut gefallen. Wir haben den Abend noch schön verbracht und ich finde es toll, mit den Kindern mal rauszukommen. Hier könnt ihr ein Lagerfeuer machen, ne? Eure Marshmallows grillen oder einfach nur ein bisschen ins Feuer starren. Ihr wisst schon. Einfach mal Tapetenwechsel, genau. Genau. In diesem Sinne, Leute, schaut weiter Richtung Himmelblau, ne? Jetzt der Himmelgrau. Es wird übrigens sehr, sehr spannend. Also das nächste Jahr unfassbar, was wir alles vorhaben. Ihr werdet es kaum glauben. Also ich glaube es selber kaum, ne? Wir werden nochmal wieder Ausbauvideos haben. Yeah! Wir werden ganz, ganz tolle Reisevideos haben. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und vielleicht finden wir auch nochmal das ein oder andere Schätzchen, was wir euch hier so auf dem Kanal präsentieren können. Ja. Deswegen in diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif, ne? Wir sehen uns im nächsten Video und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal bis dahin eine besinnliche, frohe Weihnachtszeit. Ja. Geht Ne? schön auf Weihnachtsmärkte, lasst es euch gut gehen. So sieht's aus. Lasst die Nachrichten Nachrichten sein. Ne? Guckt lieber Richtung Himmelblau. Ist viel entspannter. Genau. Aber weißt du, was wir jetzt noch machen können? Wenn die es nicht mehr schaffen auf dem Weihnachtsmarkt, dann zeigen wir jetzt noch mal ein paar Weihnachtsmarktbilder. Oh. Frohe Weihnachtszeit, Leute.